Hallo und guten Morgen hier aus Istanbul, ja, einer absoluten Weltmetropole. Wir sind schon an Land, allerdings immer noch im Hafenterminal. Das ist riesig. Wenn man vom Schiff kommt, wird man erstmal über so Rampen unterirdisch geführt. Dann geht es ellenlange Gänge lang. Dann muss man durch eine Kontrolle, man bekommt auf dem Schiff so einen Ausdruck, so ein Papier auf die Kabine gelegt, da ist unter anderem ein Strichcode drauf, der wird da gescannt, dann kann man durch so ein Drehkreuz durch und den muss man nachher auch wieder haben, um wieder auszureisen. Da steht, ist eben elektronisch drauf hinterlegt, auch nochmal ausgedruckt drauf hinterlegt, mit welchem Schiff man angekommen ist, wann man ankommt, wann man spätestens wieder abreist, so diese Eckdaten, damit die halt wissen, ja, wer hier gewesen ist. Ja, und dahinter geht es dann nochmal weiter nach unten, dann geht es wieder hoch, jetzt sind wir schon wieder 2 Rolltreppen hochgefahren, da vorne geht es weiter hoch und dann kommen wir hoffentlich nach draußen und befinden uns dann im Galata-Port von Istanbul. Das ist hier ziemlich zentral in der Stadt wohl und ja, wir hoffen, dass wir von hier aus ein bisschen was uns erschließen können und was sehen können. Wir haben ja heute Zeit, sind nicht so in Zeitnot wie gestern in Izmir und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wir können zusammen ein bisschen was angucken hier von dieser Stadt und ich hoffe, dass alles gut klappt. So, wir haben endlich wieder Tageslicht erblickt. Da ist es, das Hafengebäude und direkt hier eine Hauptverkehrsstraße davor. Und wenn ihr die überquert, und dann müssten wir uns jetzt eigentlich hier so ein bisschen links halten, dann müssten wir an die historische Standseilbahn kommen, die uns dann ein Stück nach oben bringt. Und da müsste es dann weiter mit der Metro zum Taksimplatz gehen. Ja, das wollen wir uns ja auf jeden Fall mal angucken. Und vom Taksimplatz aus soll es dann wieder mit einer anderen Standseilbahn runtergehen. Die kommt dann weiter da hinten in die Richtung an. Und dann kann man hier unten wieder in die Straßenbahn steigen und in die historische Altstadt fahren. Ja, die Geräuschkulisse ist natürlich atemberaubend hier. Warum man jetzt die Passagierabfertigung unterirdisch gelegt hat und nicht die Straßen, das frage ich mich jetzt. Hätte ich schöner gefunden, wenn man hier die Straße in den Tunnel gelegt hätte und man hier so ein bisschen, ja, angenehm hätte flanieren können, ne? Aber ja, wir hoffen mal, dass wir das jetzt hier alles finden und dass wir hier einen schönen Tag verbringen können. Hier scheint schon die erste große Moschee zu sein. Ja, die gibt es natürlich hier an allen Ecken, wie bei uns halt die Kirchen, ne? So, ja, wir sind mal ein Stück gewandert. Das ist ein bisschen verwirrend. Ihr seht, das hier ist die Straßenbahn in der Mitte und eigentlich muss man von Hafen aus sich nur links halten hier hin. Dann kommt man hier an die Auffahrt zur Galata-Brücke. Da hinten auf der anderen Seite ist der asiatische Teil Istanbuls mit der Altstadt und allem. Und hier müsste jetzt irgendwo die historische Standseilbahn Tunnel abfahren, mit der man hier in den oberen Bereich kommt. Und dann geht es da weiter zum Taksimplatz. Aber wir sind noch am Suchen. Das war sowieso schon verwirrend, weil man denkt natürlich, ja, man hält sich zu der Brücke, das muss am Wasser entlang sein. Aber man läuft hier erstmal so ein Stück in so ein Viertel rein. Da waren wir auch schon etwas irritiert. Aber ich denke, dass wir das hier irgendwo finden werden. Wir suchen mal. Ja, hier an dem quirligen Platz, wo es auch wieder eine Tramhaltestelle gibt. Vor der Galata-Brücke haltet ihr euch rechts. Und hier steht es dann. Tunnel. Ja, hier geht's rein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Mal sehen, was hier ist.
Ja, wir haben es geschafft. Wir haben eine Istanbul-Card gekauft, eine Wertkarte für die Verkehrsmittel hier. Es war ein bisschen schwierig und jetzt sind wir hier in der Tunnelbahn, die 150 Jahre alte Standseilbahn hier. Das ist natürlich spannend. Ach, geht auf die Seite raus. Ja, hier sind wir dann am oberen Bahnhof. Ja, richtig schön historisch gemacht hier. Richtig schöne alte, wohl innen ganz modern. Also ich glaube auch nicht, dass die Wagen besonders alt sind. Die sind hier mit so einer etwas historischen Lackierung gemacht und mit dieser unterteilten Scheibe, um das Historische wahrscheinlich ein bisschen zu untermauern. Aber die Wagen selber glaube ich nicht, dass die so alt sind. Ja, also mit dieser Istanbul-Card, das ist so eine Wertkarte, die ihr hier kaufen könnt. Die könnt ihr am Automaten ziehen. Ja, war etwas schwierig, weil das nicht so ganz selbsterklärend ist. Die kostet 130 türkische Lira, also etwas 4 Euro für die Karte. Ja, wir hatten dann 200 reingesteckt, dann kommt die Karte unten raus. Der Automat gibt aber kein Restgeld, aber das, was ihr dann mehr eingeworfen habt, das wird direkt als Guthaben auf die Karte gebucht. Und dann könnt ihr immer an diese Automaten gehen, dann hält man die Karte vor den Kartenleser und kann dann da wieder Guthaben draufladen. Ja, ich finde es halt jetzt so ein bisschen suboptimal in der Hinsicht, wenn man jetzt bedenkt, wir sind nur einen Tag hier, man hat jetzt 4 Euro für die Karte bezahlt. Andersrum sind dafür die Einzelfahrten sehr, sehr günstig. Und dann kann man das durchaus machen, aber so Einzeltickets oder so verkaufen die hier gar nicht mehr.
So, hier der obere Bereich von dem Bahnhof mit der Standseilbahn. Die Schienen hier, denke ich fast, das könnte, weil der Taksimplatz müsste jetzt nach da liegen, das könnte die Strecke von der historischen Straßenbahn sein. Ja, da sind sie aber am Schweißen, von daher vermute ich fast, dass die heute nicht verkehrt. Aber es gibt hier auch direkt einen Zugang zur Metro. Hier ist ein Aufzug. Und die Metro müsste auch eine Station, müsste der Taksimplatz dann schon sein. Das werden wir uns jetzt also auch mal angucken. Ich hatte mir das relativ genau vorher herausgesucht. Das Schwierige ist natürlich immer, ob es dann in der Praxis auch so aussieht, wie man sich das zurechtgelegt hat, ne? Schön wäre natürlich auch so eine Fahrt jetzt hier mit dieser historischen Straßenbahn gewesen, aber das sieht nicht so aus, als wäre die heute in Betrieb. Ja, wir haben uns jetzt direkt seitlich von der Bergstation von dieser Standseilbahn mussten wir jetzt wieder Treppen runter, weil irgendwie der Aufzug zu der Metro ist außer Betrieb. Und wir sind jetzt gerade den Eingang am Suchen. Und dann sind wir hier auf diesen Treppen entlang gekommen. Hier ist das Art Café. Ich zeige euch das mal ein Stückchen von hier draußen vor. Das geht hier in so einen Keller rein. Hier kann man so Kleinigkeiten kaufen, so kleine Kunstsachen oder Schmuck oder so Sachen. Und Design Shop. Und dann haben die hier so eine kleine Terrasse und auch innen noch Plätze. Ja, und wir fanden das hier so gemütlich mit dieser Ecke zum Sitzen. Und dann haben wir gesagt, machen wir mal einen kleinen Zwischenstopp. Man muss ja auch mal die schönen Dinge genießen. Ja Leute, die U-Bahn-Stationen hier, die haben schon Format. Wenn man hier aus der U-Bahn kommt, guckt man, da geht's lang, da geht's lang. Wir müssen jetzt nach hier. Guckt euch das mal an. Also ich sag mal, das ist bei uns, ist das schon eine U-Bahn-Haltestelle weit, was du hier alleine auf so ein paar Laufbändern zurücklegst. Irre hier, die Tunnel, die Größe. Funktioniert auch alles recht gut. Auf den Bahnsteigen ist angezeichnet, wo die Türen sind, und die Züge halten wirklich auf einen Millimeter genau exakt in diesen Arealen. Also das ist schon top organisiert. Jetzt waren wir hier mit dem Aufzug hochgefahren, da haben wir so ein paar, ich weiß nicht, ob das Russen waren oder irgendwie ein paar ältere Damen, die waren auch ein bisschen doof. Die standen dann da oben, als der Aufzug ankam, anstatt die mal aussteigen. Dann irgendwann sagt die eine ganz entstanden, oh, Finish? Ja, was hat ihr denn gedacht, dass das Ding da Bethlehem fährt oder was? Natürlich, wenn der Aufzug oben ist, ist Finish. Also... Nein, guckt euch hier mal die Flächen an und allem. Das ist schon irre. Mittlerweile sind wir jetzt hier am Taksimplatz angekommen, einem der größten Plätze hier in der Innenstadt. Auch hier wieder eine Moschee, rundum moderne Gebäude, riesige Großstadt hier. Ja, das ist doch alles ein bisschen weitläufiger, als das auf den ersten Blick scheint. Man muss sich hier auch erstmal orientieren. Jetzt muss hier irgendwo in der Nähe soll der, ich glaube Mekka Park heißt das. Aber da muss man jetzt auch erstmal wieder finden, wo das ist. Ja, und das sind jetzt hier so diese extremen Kontraste, die hier so auffallen. Auch eben am Hafen schon dieses Hafenterminal, das ist dann so ein politisches Projekt, ganz modern wie geleckt. Du wirst empfangen und denkst, wunderst, wo du ankommst, du kommst raus und da sind Schlaglöcher in der GW, da du dir bald die Haxen brichst. Und so ähnlich jetzt hier auch, hier oben um den Taksimplatz, hier alles moderne Gebäude, alles neu, alles modern. Jetzt suchen wir hier diesen Mekka Park. Ja, hier haben wir einen schönen Ausblick über eine Parkanlage, aber die berühmte Seilbahn, die finde ich hier jetzt immer noch nicht.
Ja, da ist sie dann, die Seilbahn über den Mecca-Park, die man erstmal stundenlang suchen muss, weil irgendwie die auch kein Einheimischer kennt. Ja, das hatte ich mir einfacher vorgestellt, das hier zu finden. Spannend übrigens ist, man kann mit der Istanbul-Card auch die öffentliche Toilette freischalten. Also eine Istanbul-Card zu haben, ist hilfreich. Hallo liebe Fans von Michas Reisefieber, zu einer ganz kurzen Werbeunterbrechung und einer freundlichen Erinnerung von mir an die Verfügbarkeit des Michas Reisefieber Merch. Da gibt es einmal den kleinen Kissenbezug, circa 42 x 42 cm, ideal für ein kleines Sofakissen oder ein kleines Kuschelkissen auf dem Bett. Oder das Michas Reisefieber Schlüsselband, das ihr ja auch wunderbar benutzen könnt, um zum Beispiel eure Cruise Card auf der nächsten Kreuzfahrt dran zu befestigen. Dann zeigt ihr auch auf den Weltmeeren eure Loyalität zu meinem Channel. Das würde mich natürlich super freuen. Norbert und ich haben es ja auf der letzten Reise schon vorgemacht. Dann gibt es noch den besonders günstigen Schlüsselanhänger in Acryl mit dem runden Michas Reisefieber YouTube-Logo drauf. Oder für alle, die es ein bisschen luxuriöser mögen, jetzt wieder verfügbar der Metallschlüsselanhänger in Schiffsform. Ja, ich hoffe, da ist für jeden etwas bei und ja, wenn ihr Lust habt, den Kanal damit etwas zu unterstützen, dann schickt mir doch einfach mal eine Mail an admin@michasreisefieber.de und ich schicke euch dann die aktuelle Liste der verfügbaren Artikel und alle weiteren Informationen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Hilfe und Unterstützung und damit zurück zum Video. Das ist schon mal interessant. Ja, hochspannendes Gefährt. Hatte ich mir etwas größer vorgestellt. Das Ganze ist auch keine Umlaufbahn, sondern das ist eine klassische Seilbahn, aber mit jeweils zwei kleinen Gondeln an jeder Seite, die dann entweder ja auf der einen Seite in die eine, auf der anderen in die andere Richtung dann jeweils kommen. Ja, 8 Leute passen hier insgesamt rein in die beiden Gondeln. Das Ding soll alle 10 Minuten fahren. Das Interessante hier dran fand ich, dass man hier noch diese Rücken an Rücken, ja, theoretisch würden hier sogar 6 Leute pro Gondel passen. So ist es zumindest hier wohl vorgesehen. Also wenn man sich ein bisschen quetscht, dann passen hier 12 Leute rein. Und ja, diese Rücken-an-Rücken-Anordnung, die war früher auch mal bei so Umlaufbahnen mal eine ganze Zeit lang in Mode. Ist natürlich schön, man hat den Blick nach außen. Und das war das, was mich jetzt hier dran auch gereizt hat, weil man solche Bahnen kaum noch fahren kann. Ja, auf der Seite war jetzt noch nichts zum Einchecken. Ich denke mal, dass man seine Istanbul-Card hinten beim Aussteigen dann vorhalten muss. Ich bin mal gespannt, wann es hier losgeht. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get off.
dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of the world. Flying. Get on board. We're soaring on top of the world. Silence behind me is crazy. That's what I'm going to talk about right now. It's just me. Make a lot of big bit social. Right. Yeah, it's a bit social. Like, How is the ride? huh? How is the ride? Remember me. No, I'm not gonna lie, I remember. But like at the same time, I'm thinking about like the old high, the old. Ja, und hier sind wir dann am anderen Ende vom Mekka Park. Ja, auch diese Seilbahn kann man mit der Istanbul Card fahren und kostet, glaube ich, auch ungefähr so viel wie eine normale Metrofahrt. Das ist also alles nicht teuer. Welchen Sinn jetzt diese Bahn hier erfüllt, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich fand das von der Konstruktion her mal ganz interessant mit diesen Rücken-an-Rücken-Gondeln, weil es das heute nur noch selten gibt. Ja, ob es jetzt hier einen gewissen Verkehrsbedarf gibt über diese Schnellstraße zwischen den beiden Ortsteilen hier, dass man das hier als Verkehrsweg nutzt oder ob das für die Aussicht über den Park ist oder was die hier planen, weiß ich auch nicht. Ich meine, eine Riesenkapazität hat das ja ohnehin nicht mit den 12 Plätzen pro Fahrt alle 10 Minuten. Aber ja, es ist nett gewesen. Wir haben es mal gesehen. Jetzt gleich müssen wir natürlich auch wieder zurückfahren, weil sonst weiß ich auch nicht, wie wir hier weiterkommen. Ja. So, und diesmal mit der anderen Seite zurück. Ich weiß nicht, warum der jetzt so direkt wieder fuhr. Ich hatte gedacht, wir kriegen dieselbe wieder zurück, weil eben da stand alle 10 Minuten. Aber ob der jetzt so gut belegt war, dass die nochmal gefahren sind, keine Ahnung. Aber da scheinen jetzt auch gleich einige zu kommen. Deswegen sind wir jetzt mal schnell reingehuscht, weil da kommen jetzt gleich 8 Mann. Dann ist das Ding hier ungefähr voll. Ja, da unten ist gerade große Wildkatzenfütterung. Kommen sie alle angelaufen. Guck mal. Hat sich sofort rumgesprochen, dass da jemand was zu essen bringt. Aus alle Ecke.
Ja, und hier ist jetzt die ganz moderne Standseilbahn. Die geht auch jetzt wieder nach unten. Gehen wir rein. Möglichst weit vorne. Dann können wir was sehen. Ja, viel sehen können wir hier, glaube ich, nicht. Nach da draußen. Hier so. Ja, die geht jetzt hier durch den Tunnel wieder nach unten auf dieses Hafenlevel und von da aus kann man in die Straßenbahn umsteigen. Die führt dann in die Altstadt. Ja, mal gucken, wann es jetzt hier losgeht. Ja, und am Ende der Standseilbahn könnt ihr direkt unten in der Unterführung wieder neu einchecken. Dann kommt ihr hier oben auf den Trambahnsteig und mit der Straßenbahn, die fängt hier an, könnt ihr jetzt dann bis in die Altstadt fahren. Die fährt auch am Galata-Turm wieder vorbei und am Galata-Port und am ägyptischen Bazar und am großen Bazar. Da könnt ihr also etliche Stationen wohl nehmen. Allerdings hoffe ich jetzt, wir sind hier in die richtige Richtung gefahren, aber müsste eigentlich. Ich meine nämlich, das wäre die Endstation. Ja, das dürfte eigentlich richtig sein. Ja. Und ja, wir wollen jetzt mal bis in die Altstadt fahren, in den asiatischen Teil und da mal gucken, was es da noch so zu sehen gibt, uns noch ein bisschen treiben lassen, bevor es zurück zum Schiff geht, weil ja, wir haben jetzt ja das Pflichtprogramm erfüllt und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. So, mit der Straßenbahn haben wir jetzt schnell und komfortabel die Altstadt erreicht. Und ja, wenn ihr mit dem Schiff hier seid und ihr wollt diese Rundreise da oben um den Taksimplatz nicht machen, dann könnt ihr auch direkt vom Hafenausgang aus da in die T1 einsteigen und hier in den asiatischen Teil fahren. Hier ist
der Hauptteil auch der Sehenswürdigkeiten, der historischen Städten und allem. Da könnt ihr auch direkt hier hinfahren, aber wie ihr seht, selbst hier außerhalb der Saison ist es hier mörderisch überlaufen. Hinten der europäische Teil war ein bisschen ruhiger. Ja Leute, Warteschlangen über Warteschlangen. Da hinten für die Moschee, hier wissen wir noch nicht für was, aber da stehst du ewig. Also das tue ich mir sicher nicht an. Ich war froh, dass da hinten am Klo nicht so eine riesen Warteschlange war. Dafür war es aber auch grauenvoll. Aber was willst du machen? Ja, ja. Ja, wir schlendern jetzt so durch die Altstadt so ein bisschen entlang der Straßenbahnstrecke zurück. Und dann gucken wir mal, wie weit wir laufen. Und irgendwann werden wir dann eine Straßenbahn nehmen und das letzte Stück bis zum Hafen wieder fahren. Genug Guthaben dürften wir noch haben auf unserer Karte. Und ja, dann haben wir hoffentlich hier in der Altstadt auch noch ein bisschen was von der Stadt gesehen. Ja, und hier sind dann natürlich so die richtigen Altstadtstraßen und Gassen. Wir waren jetzt auch mal in so eine Seitengasse abgebogen. Da war es mit dem Filmen aber noch schwieriger. Die sind so aufdringlich da, die Händler. Also hier müsst ihr schon aufpassen und ihr müsst auf die Straßenbahn aufpassen. Die rauschen hier in einem atemberaubenden Affenzahn durch. Das seht ihr, das geht hier alles hier in diese Seitenstraßen rein, alles Altstadt. Hier könnt ihr alles und jedes kaufen oder es auch sein lassen. Aber zum Bummeln ist es schön. Ja, und hier an der Galata-Brücke, bis zu der wir uns hier wieder vorgearbeitet haben, da könnt ihr ja, Bosporus-Fähren nehmen oder Rundfahrtboote. Hier gibt es auch alles und jedes. Irgendwie teilweise fahren die auch über diese Istanbul-Card. Das sind wahrscheinlich hier diese älteren, das sind wahrscheinlich hier die öffentlichen Verkehrsmittel. Andere, da sind hier so Verkäufer unterwegs, die die Karten verkaufen. Ja, da könnt ihr also auch noch eine Tour machen, wenn ihr denn wollt. Ja, und auf dem Weg zurück zum Hafen haben wir uns jetzt nochmal hier in so einem ursprünglichen Etablissement niedergelassen. So richtig klassisch ausgestattet. Ja, klar, Bier und Alkohol sind hier teuer in der Türkei. Aber ein Bierchen können wir uns hier leisten und dann geht es langsam zurück zum Schiff. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen was von Istanbul gesehen. Natürlich, hier könnte man Tage verbringen und hat noch nicht alles gesehen. Das ist ja nur eine kleine Stippvisite, aber man sieht schon, dass man hier vom Hafen aus schon das ein oder andere machen kann. Das geht also auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt zurück im Hafen, aber alle suchen das Schiff. Und du wirst hier irgendwo an einem Eingang durchleuchtet, stehst jetzt hier in einem riesen Shopping-Center und nirgendwo ist das Schiff mehr ausgeschildert. So, wir sind wieder an Bord unseres Schiffes. Ja, ich muss sagen, bei der Ankunft der Hafen da in Istanbul wirklich gut. Das hat auch gut geklappt. Da wurde man auch wirklich geleitet und man kam automatisch dann an dem Ausgang aus. Aber jetzt hier zurück, du gehst da rein, dann kommst du in ein riesiges offenes Shopping-Center, also wie so ein offenes Outlet-Center. Und da ist gar nicht mehr ausgeschildert, wo man denn dann reingehen muss und wo man denn zu seinem Schiff dann kommt. Dann haben wir das zufällig gefunden, den Eingang. Ja, dann wirst du da drin aber auch, da stehen dann zwar vereinzelt ein paar Pappschilder aufgestellt, aber da wirst du dann auch teilweise wieder fehlgeleitet. Wir sind dann mit dem Aufzug runtergefahren. Die ersten, die fuhren die Rolltreppen hoch. Norbert wollte schon hinterher. Ich sag, nee, stopp, da steht City Center. Da fahren wir wieder zum Ausgang. Nee, da musst du wieder woanders hoch. Dann sind da riesige Hallen. Da können irgendwie 20 oder mehr Reisebusse in eine Halle reinfahren. Da musst du dann durchlaufen, um wieder da überhaupt zu deinem Schiff zu kommen. Dann musst du durch einen riesigen Duty-Free-Shop. Danach kommt wieder ein Gang. Da kannst du dich wieder drin verlaufen, weil der auch wieder abschwenkt Richtung Innenstadt plötzlich. Also,
da bin ich wirklich, muss ich sagen, da siehst du wieder, das ist so ein typisches politisches Leuchtturmprojekt. Da haben ein paar hohe Herren gesagt, wir zeigen der Welt mal, was wir können. Aber einen Nutzwert in dem Sinne hat das auf die Art und Weise nicht. Also wir haben über eine halbe Stunde gebraucht, jetzt um vom Eingang bis zum Schiff zu kommen, obwohl da gar keine Schlangen waren. Also die ganze Abfertigung an sich, die ging schnell. Ne? Nur die Rennerei da, also du musst da Kilometer zurücklegen, um wieder zum Schiff zu kommen. Ich meine, ist ja gut, dass die so eine überdachte Halle für Busse und so haben, aber warum muss denn jeder, der zurück zum Schiff geht, dann da durchlaufen? Das hätte man ja irgendwo seitlich machen können, so dass die Leute, die zum Schiff zurückgehen, einen kurzen Weg haben. Ne? Also, nee. Bin ich nicht begeistert von dem Hafenterminal. Die Stadt selber hat mich aber sehr wohl begeistert, muss ich sagen. Da ist etliches zu sehen, was man natürlich jetzt in so einer kleinen Stippvisite gar nicht machen kann. Ja, jetzt kommt Norbert gleich und dann gehe ich mal ganz schnell mit dem am Grill so einen kleinen Happen essen, weil in 2 Stunden ist schon wieder unser Abendessen. Aber ich muss jetzt was essen, sonst halte ich das nicht noch 2 Stunden durch. Also bis später. Ja, und wir sitzen gerade bei der herrlichen Tanzmusik hier in der Manhattan Bar und wie ihr am Sir Norbert seht, heute ist The White Night. Ja, endlich mal ein Kleidungsmotto, wo wir für gerüstet sind. Und morgen ist Seetag und ich hoffe, es gibt heute noch einen schönen Abend. Leute, jetzt ist so langsam der Tiefpunkt des Unterhaltungsniveaus erreicht. Ich glaube, besser kann es nicht mehr werden. Ich glaube, Norbert geht gleich laufen. Tja, obwohl White Night ist irgendwie im Moment noch nicht so richtig viel Stimmung hier auf dem Kahn. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal hier im Pub niedergelassen. Ja, die eine Bar, da waren keine Stühlchen frei und in die andere Bar, da waren so komische Quizspiele, da hatten wir auch keine Lust drauf, deswegen sitzen wir jetzt hier. Voi per la storia di Sapore, sei benvenuti in questa linda Noche Blanca, sapete che è eine schöne Gute Franza, und willkommen für unsere weiße Party-Scenote. Bonsoir a tutti, benvenuti per la nostra fête blanche, gentili ospiti, buonasera a tutti quanti voi, benvenuti nella nostra Manhattan, pronti per iniziare la nostra festa bianca. Ma prima di iniziare, before to start, avanti come se, antes de empezar, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Jetzt haben wir eine Überraschung für Sie, one surprise for all of you, una sorpresa per tutti quanti voi, from our theater, del teatro della MSC Sinfonia. For you, tonight, our White Show! So, ja, wir sind noch mal zu spätem Abend auf dem Weg in die Pascha Disco und da zeige ich euch doch mal hier ein paar Bilder vom beleuchteten Deck. Ja, wir mussten die weiße Party dann verlassen, weil Norbert hatte ein Problem in seinem Geschäft und hatte dann eine Nachricht bekommen gehabt, aber jetzt hatte der natürlich auch kein Netz mehr und hatte das zu spät gesehen und jetzt hatten wir versucht, über die Rezeption Deutschland zu erreichen. Ja,
Wir hoffen jetzt, dass es über WhatsApp geklappt hat, eine Nachricht zu senden, weil die Satellitenverbindung ist im Moment unterbrochen. Ja, steckt man nicht drin, ne? Das ist Technik. Norbert ist jetzt nervös, aber ich sehe es gelassen. Ich glaube, dass sich das mittlerweile schon geklärt hat. Boah, Kinders, jetzt ist die weiße Nacht doch noch ein bisschen länger geworden wie gedacht. Wir waren noch in der Disco und ich habe da oben noch ein paar Kellner mit Tipps versorgt und dann war der Getränkeflow auf einmal besser und ihr wisst ja, wie das ist. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, große festigen sie. Ja, auf jeden Fall, so holt man das Maximum aus seinen Getränkepaketen raus. Aber, boah, bin ich müde jetzt. Ja, morgen haben wir zum Glück Seetag. Da können wir mal ein bisschen ausspannen und alles ein bisschen langsamer angehen lassen. Ja. Allzu viel zeigen, ihr wisst das, an Bord. Überall ist Musik. Denn wer die Musik bestellt, oder so ähnlich. Ja. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ich habe doch mich rausgebracht. Nee, ich sag, ihr wisst ja, wie das ist. Überall Musik dann da und da kann man nicht allzu viel zeigen, aber ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick an Bord gegeben. Ja, und in Istanbul waren wir ja ein bisschen unterwegs. Seid nachsichtig, wenn ich mich über Nichtigkeiten aufgeregt habe. Ich versuche mich zu bessern. Versuche mich nicht mehr aufzuregen wegen dem Blutdruck. Und ja. Als nächstes haben wir Seetag und dann sind wir in Korfu. Und ich hoffe, ihr seid auch bei den folgenden Videos wieder mit dabei, wenn es heißt, die zwei Pannemänner erkunden die Welt. Und jetzt gehe ich schlafen. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.